Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim YouTube-Kanal der V8 Lounge. Heute geht es weiter hier bei dem 6,2 Liter Mercruiser Motor. Und heute habe ich auch ein bisschen tatkräftige Unterstützung hier von meinem Kumpel, dem Lukas. Servus. Und ja, wir sind jetzt gerade dabei. Es geht jetzt an die Köpfe. Also vielleicht, wer bei der letzten Folge nicht reingeschaut hat. Also der Motor hat auf jeden Fall einen Pleuelagerschaden. Ich denke mal, dass wir heute die Köpfe und die Ansaugbrücke abbauen können und eventuell auch die Kolben ziehen können. Dann kann man sich die Laufbahnen mal ansehen. So, jetzt kann der ganze Kabelbaum abgenommen werden hier. Das ist auch einiges, was hier bei den Motoren schon an Sensoren mit dran ist. Das Steuergerät ist schon ab. Und jetzt müssen wir mal gucken, hier ist noch eine Masse. Ja genau, da ist noch die Masseverbindung dran. Und dann kann man eigentlich den ganzen Kabelbaum hier beiseite legen. Ja, ist eigentlich nur noch hier die Masse. Und die Zündspule, hier der Eisenkern, hat auch schon bessere Tage gesehen. Aber das ist eben bei Marineanwendungen einfach normal. Hier kann man auch mal schön die Wasserpassagen sehen, wo das gute Rheinwasser durchgelaufen ist. Ansonsten sieht man natürlich an vielen Stellen auch den GM-Block jetzt wieder. Die Brücke sieht natürlich etwas anders aus. So, hier haben wir die Zündspuleneinheit nochmal im Licht. Und der Lukas hat hier einen tollen Kabelbaum in der Hand. Jetzt kann man auch endlich ordentlich arbeiten hier. Jetzt hat man nur noch reine Mechanik und keine Kabel, die einem im Weg sind und da irgendwie nerven. Ich denke mal, wir heben jetzt gemeinsam hier die Ansaugbrücke mal hoch. Ich gucke mal, dass hier Schrauben alle los sind. Die wird wahrscheinlich noch, vielleicht müssen wir die erst ein bisschen hier am Kopf wird die nämlich noch sitzen und hier, ja warte mal, geh mal lieber hier, ja. Das ist außerhalb der Dichtfläche. Okay, ja, dann gut. Kann man da noch ein bisschen probieren, ja. Jetzt müssen wir die eigentlich abnehmen können, ne? Ich muss mal umgreifen. Wir hängen da noch mit dem Schlauch von der Sprit. Ja, dann müssen wir die erstmal hier absetzen. So, jetzt können wir schon mal einen guten Blick hier reinwerfen, wenn die Brücke weg ist. Hier sieht man die Wasserkanäle hier außen. Hier werden die Köpfe mit Wasser durchströmt. Also hier und hier. Hier haben wir die Ansaugkanäle. Also ungefähr hier an der Stelle sitzen die Einspritzdüsen. Die spritzen ja hier kurz vorher in den Ansaugkanal ein. Ja, und hier unten haben wir hier das Splash Shield, was eben auch hier die Dogbones hält. Und die haben den Zweck, dass sich hier der Rollenlifter nicht drehen kann. Weil der muss ja an der Position bleiben, damit die Rolle eben an der korrekten Position auch bleibt. So, als nächstes wird der Zylinderkopf hier abgebaut. Da ist noch eine Schraube hier drin als Sicherheit. Die lege ich noch da zur Seite. Und ja, der ist noch mit der Zylinderkopfdichtung wird er jetzt noch ein bisschen festhalten. Deswegen gebe ich dem jetzt mal einen Schlag. Und dann müsste man den eigentlich abnehmen können. Ja, nicht ganz leicht,
Aber es geht. Ist ja Small Block. Jetzt kann man schon mal einen ersten Blick hier in die Zylinderlaufbuchsen werfen. Genauso wie auch natürlich in den Zylinderkopf selbst. Den habe ich jetzt nur gerade abgelegt. Hey, abonniere doch den Kanal. Der zweite Kopf ist jetzt auch runter. Ich bin gerade dabei, mit Lukas hier die einzelnen Stößel auch mal zu inspizieren. Uns ist hier was Besonderes aufgefallen, und zwar einer dieser Köpfe, der hat ein sehr komisches Tragbild. Vielleicht kann man das hier auch in der Spiegelung sehen. Der hat auf jeden Fall in irgendeiner Weise gearbeitet und der hat keinen komplett runden Kopf mehr. Das muss man auch noch weiter inspizieren. Ja, die Laufflächen auch hier alle noch intakt. Man hat hier Abrieb. Das ist aber im Endeffekt ja auch häufig zu sehen hier in dem Bereich, weil das der Hauptarbeitsbereich ist, wo der Kolben halt dann die meiste Last auch aufbringt. Da ist der Kreuzschliff halt nicht mehr so da. Wir werden jetzt als nächstes hier die Dogbones rausholen und danach die Hydrostößel danach natürlich auch und dann danach die Kolben ziehen. So, das Ganze wird jetzt erstmal sortiert. Im Normalfall wird das sowieso alles dann durch neue ersetzt. Aber ja, wenn man es nochmal wiederverwendet, sollte man auf jeden Fall die Laufflächen zueinander immer zuordnen. Also auch hier von Hydrostößeln zu Stößelstangen. Sehr wahrscheinlich wird das alles ausgetauscht. Aber das ist eben auch eine schöne Art, das Ganze dann ordnen zu können. Das ist echt mies Spannung drauf. So, hier sieht man jetzt den Niederhalter und der drückt halt jetzt hier auf diese Brillen und dadurch wird eben hier der Hydrostößel in der Position fixiert und kann sich nicht wie bei Flat Tappet Nockenwellen in sich drehen. Bei Flat Tappet Nockenwellen muss der sich ja drehen, hier darf der sich nicht drehen, aus dem einfachen Grund, dass der ja hier unten eine Rolle hat. Wenn die sich drehen würde, stände die ja quer dann quasi zur Nockenwelle. So, der Motor ist jetzt wieder gedreht. Hier sieht man jetzt die Kurbelwelle und die Pleuel. Wir lösen jetzt die einzelnen Muttern. Hier sieht man auch den Lagerschaden, die kaputte Kurbelwelle, wo das Lager sich einmal rund gedreht hat. Und hier, der wird jetzt der erste sein, den wir rausholen. Ist auch ordentlich freck, ne? Oh ja. Da haben wir einen weiteren Lagerschaden. Eine gebrochene Lagerschale. So, die hat auch ein bisschen Abrieb drin in der Schale. Aber die Schale an sich selbst ist zumindest noch intakt. Ja, ein bisschen Abrieb von den anderen Lagern. Logischerweise auch hier mit drin.
So, ich habe das Ganze jetzt mal hier aufgestellt. Stehen die Kolben alle schön in einer Reihe. Also hier haben wir natürlich den krassesten Fall. Die zwei Schalen, die sich ineinander gedreht haben. Und ich dachte ja eigentlich, dass das der Hauptschaden ist. Aber kurioserweise haben wir ja noch eine gebrochene Schale hier. Und das sind wie gesagt die zwei größten Schäden. Ja, fürs Erste mache ich damit jetzt erstmal Schluss hier bei dem Motor für heute. Die Kurbelwelle kommt im nächsten Teil raus. Ich sage auf jeden Fall danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal in der V8 Lounge. Ciao.